he removes the high priest from the temple. Entfernt den Hohepriester aus dem Tempel. And he does this because he believes he's divine. Und tut das, weil denkt, dass göttlich ist. So he believes that he's the god Zeus. Glaubt, dass der Gott Zeus ist. Who is the god that the Greeks worshipped? Und das ist der Gott, den die Griechen angebetet haben. So the high priest is called Jason. Der Hohepriester zu der Zeit hieß Jason. And he sets his own priest in, who's called Menelaus. Und hat seinen eigenen Priester jetzt eingesetzt und der hieß Menelaus. And then he goes to war against Egypt. Und dann ziehen sie in den Krieg gegen Ägypten. Are they still worshipping Zeus in Greek? Are they still worshipping? Are they still worshipping? Is there a cult? A cult? You mean are they still worshipping? Idolatry. Oh. Today, Today. Okay. I think they're mostly atheists or Orthodox Christians or agnostics or born again. But is there like a church for Zeus? Or Not like a there, cult? not, Always. I don't know. It's not a worldwide thing in Greece, no. Okay. You can start one. Still. Didn't you say that Antiochus was captured by the Romans? When he was a child, So how can he like? because there was a peace treaty. Oh, he was released. And then he was released, and then he took command. Yeah. Also Antiochus Epiphanes konnte das machen, weil er eben das Friedensabkommen war zwischen den beiden Nationen. So Antiochus Epiphanes has put his own priest in the temple of the Jews. Antiochus Epiphanes hat also seinen eigenen in den Tempel gemacht. Yeah. And then he's gone to war against Egypt. Und dann hat gegen Ägypten ist in den Krieg gezogen. This is Rome or Greece? Who's warring against the Egyptians? Antiochus IV. The Who Greeks. is? He's a Seleucid. He's not Greek. He's not Greek. If we go back, Antiochus the Great was a Seleucid, which was king of Syria. Antiochus der Große war der König von Syrien, was im Norden ist. Okay, and so his son is from there. Sein Sohn ist auch von dort. Okay? So he goes to war against Egypt. Also zieht in den Krieg gegen Ägypten. Rome comes to war against Antiochus, Rom zieht in den Krieg gegen Antiochus and so then he has to retreat. und dann muss zurückziehen. And then he has to return. Muss zurückkehren. Return from Egypt. Yes, the Romans came, and so then he went back he went to Egypt to attack And the Romans Egypt, came and then he. and so then he retreats, he goes back. Yeah. Because the Romans were more powerful. Weil die Römer mächtiger waren. Hat sich zurückgezogen von Ägypten, der seleukidische König Antiochus IV. I know it's Weil quite Rom complicated. mächtiger war. Und Rom hat auch Ägypten angegriffen. It's all right. You'll get the main gist of it soon. Ich werde das Hauptding verstehen. So apparently, while Antiochus was in Egypt, Zu der Zeit, wo Antiochus in Ägypten war, word came to Jerusalem that he had been killed. da wurde es in Jerusalem bekannt, dass er umgebracht wurde. So the people in the temple thought that Antiochus Epiphanes had been killed in battle. Und die Leute im Tempel haben gedacht, dass Antiochus Epiphanes umgebracht wurde in der Schlacht. So they killed Menelaus, the high priest that Antiochus had put in charge of the temple. Also haben sie Menelaus, den Hohepriester, den Antiochus eingesetzt hat, umgebracht.
returns to Judah, Aber er kehrt nach Juda zurück and then he takes his anger out on the Jews. und dann lässt er seine Wut an den Juden aus. They took away the high priest and they put their own back. Yeah, so Antiochus Epiphanes is furious that they've done this. Also Antiochus Epiphanes war sehr wütend, weil sie den Hohepriester umgebracht hatten, den er eingesetzt hat. Because Antiochus believes that he is God, Und Antiochus glaubte, dass er Gott war, they have gone completely against him. und sie haben sich total gegen ihn gewandt. So then he's determined to abolish the Jewish culture Also ist er entschieden, die jüdische Kultur aufzubauen, and the Jewish religion, die jüdische Religion, and he's going to enforce the Jews to live a Greek life. und er wird die Juden zwingen, ein griechisches Leben zu führen. And he's going to make all the Jews Greek. Und er wollte alle Juden zu Griechen machen. Does that make sense now? Ergibt das jetzt Sinn? So in 167 BC, In 167 vor Christus Antiochus Epiphanes and his troops attack Jerusalem. haben Antiochus Epiphanes und seine Truppen Jerusalem angegriffen. Which year? 167. 167 BC. Yeah, we've got an exact date. It's a Sabbath, Das ist an einem Sabbat gewesen. and they erect an idol of Zeus in the temple, Die haben ein Götzenbild von Zeus im Tempel aufgestellt and they defile the temple altar by burning pigs on it, und sie haben den Tempelaltar verunreinigt, indem sie Schweine darauf verbrannt haben. which is a complete abomination because it's an unclean animal. Und das ging gar nicht, weil bei den Juden war das Schwein ein unreines Tier. So it was a complete abomination to God and also to his temple. Und damit haben sie sich komplett von Gott abgewandt und auch gegen seinen Tempel. Yeah. Sorry. Wenn er glaubte, dass er Zeus ist, hat er dann ein Abbild von sich selbst reingestellt? Ich glaube, das hat sie gesagt. If he thought that he is Zeus, Yeah. then did he put an idol of himself in the temple? Zeus. Yeah. Ja, genau. Yeah. So he thought he was the embodiment of Zeus? Yeah. Also dachte er, dass er die Verkörperung von Zeus ist. Cool. Seems reasonable. So in attacking Jerusalem and the sacred rituals and the vessels of God, he was attacking God himself. Also indem er Jerusalem angegriffen hat und die heiligen Gefäße von Gott, hat er den Gott der Juden angegriffen. Yeah. I said the Jews had killed Menelaus, his priest, but in fact they just got rid of him. Also ich habe gesagt, dass die Juden den Menelaus umgebracht haben, aber eigentlich haben sie ihn nur zur Seite. And he gets reinstated. Und er wird wieder neu in den Dienst gesetzt. So the Jewish high priest, the Jewish priest gets taken away, he's called Jason, and Menelaus, Antiochus Epiphanes' priest, gets put back in the temple. Also der Hohepriester Jason oder Jason, der da die Stellung hatte, der wurde wieder weggenommen und Menelaus, der wurde neu eingesetzt und das war eben der Hohepriester von Antiochus Epiphanes. So Jason, the Jewish priest, comes through the line of Aaron, Jason, der jüdische Priester, der war in der Linie Aarons, whereas Menelaus is a priest of Antiochus Epiphanes and a worshipper of Zeus. aber der Menelaus, der war ein Anbeter von Zeus, eben von den Griechen. And this is called the Maccabean period, this Und diese Zeit nennen wir die makkabäische this Zeit. time. So Antiochus banned Judaism. Antiochus hat das Judentum ausgerottet, And he verboten. made rules demanding that the Jews keep the Greek culture, Er hat Regeln aufgestellt, dass die Juden die griechische Kultur einhalten. their religion must be practiced,
dass ihre Religion ausgeübt werden sollte. And he outlawed the celebration of the feasts and festivals of the Jewish people. Er hat ihnen befohlen, die Feste und kulturellen Dinge einzuhalten der Griechen. And he outlawed the keeping of the Sabbath. Sie mussten auch, sie durften nicht mehr ihre eigenen Feste feiern, auch nicht den Sabbat. And he outlawed circumcision and sacrifices and the reading of the law. Er hat verboten, dass sie sich beschneiden, die Tora lesen und Opfer bringen. So he outlawed everything Jewish, Also er hat alles aus dem Gesetz genommen und verboten, was jüdisch war, so that they would all become Greek under his authority. sodass sie unter seiner Herrschaft griechisch würden. So if any person was found with a Torah, Also wenn irgendeine Person eine Tora hatte, which would only be a priest who had one, und es könnte nur ein Priester gewesen sein, der eine hatte, if he hadn't burned it and he was caught reading it, wenn sie nicht verboten war, dann hat er sie weiter gelesen, then he would be burned to death. aber dann würde er verbrannt werden. And any disobedience from what Antiochus Epiphanes had put in place, Jeglicher Ungehorsam von dem, was Antiochus Epiphanes beschlossen hatte, if they kept any of the rules of the Jewish life, wenn die irgendwelche Regeln des jüdischen Lebens then eingehalten haben, they were punished by death. dann wurden sie zu Tode bestraft. So he took the temple away from the Jews Also hat er den Tempel von den Juden weggenommen and he dedicated it to Zeus. und er hat den Tempel Zeus geweiht. And he was Zeus. Und er war Zeus. And the day of Sabbath was banned. Der Tag des Sabbats wurde verboten. Anyone who practiced circumcision was killed. Jemand, der Beschneidung durchgeführt hat, wurde umgebracht. There were pagan sacrifices in the temple. Es gab heidnische Opfer im Tempel. The pigs being burned on the altar. Die Schweine, die auf dem Altar verbrannt wurden. He removed the bronze altar of the Jews and put his own altar there. Er hat den Bronzealtar der Juden weggenommen und seinen eigenen Altar aufgestellt. And pigs were sacrificed once a month. Und Schweine wurden einmal im Monat geopfert. And this is what is known as the abomination of desecration. Und das war das, was man die Abscheulichkeit der Entweihung genannt hat. And so Jews were executed, including babies. Die Juden waren exekutiert, auch die Babys. And so Antiochus could unify his kingdom under Zeus himself. Also konnte Antiochus sein Königreich unter dem einen Gott Zeus in Einheit bringen. So it's fairly awful for the Jews. Und es war sehr schrecklich für die Juden. Come the Maccabean family. Kommen wir zur Makkabäer-Familie. So there was an opposition to Antiochus Epiphanes and what he was doing. Da war ein Aufruhr gegenüber dem, was Antiochus Epiphanes getan hat. And this was led by Mattathias, Das wurde von Mattathias geleitet. who was an elderly villager from a prominent priestly family. Der war ein älterer Dorfbewohner aus einer bekannten Priesterfamilie. And his 5 sons are called the Maccabees. Und seine 5 Söhne werden die Makkabäer genannt. And they led the people in what was a very bloody revolt. Sie haben die Leute in eine sehr blutige Revolte geleitet. But it was successful. Aber es war erfolgreich. And Judas Maccabeus, Judas Makkabäer, he was the one who brought the temple back to its right state. er war derjenige, der den Tempel wieder in den richtigen Zustand gebracht hat. And the historian Josephus writes about Maccabeus. Und der Wissenschaftler Josephus schreibt über die Makkabäer. He wrote that the number of days from when Antiochus took hold of the temple Er hat
hat gesagt, dass die Anzahl der Tage, als Antiochus den Tempel eingenommen hat, to the time when they were expelled by the Maccabean revolt, bis zu der Zeit, wo die makkabäische Revolte gesiegt hat. was 3 years and 3 months, Die Zeit war 3 Jahre und 3 Monate. from 167 to 164 BC. Von 167 bis 164 vor Christus. And this is what Daniel is referring to. Das ist die Zeit, worauf sich Daniel bezieht. Antiochus IV died in 164 BC. Antiochus der Große ist in 164 vor Christus gestorben. He died in Persia, and it's not known if it was an illness or an accident. Er ist in Persien durch entweder Krankheit oder einen Unfall gestorben. He died. Also er ist gestorben. Question. Antiochus was the same as Antiochus. Yeah. Also Antiochus der Vierte war der gleiche wie Antiochus. 164 BC. Er ist 164 vor Christus gestorben. So it seemed that he died when the temple was restored by the Maccabees. Er ist gestorben, als der Tempel wiederhergestellt wurde von den Makkabäern. Oh, okay, sorry, I was looking at the German translation there, I was like, why are they K? So is the time not true because he had 166 to 63 and you just said only 67 to 64. Oh, okay, sometimes the years of my PowerPoints vary because years are different according to nations. I won't go into details, but they can be a year out. Also Jahre sind in verschiedenen Völkern unterschiedlich, deshalb habe ich da auch unterschiedliche Zahlen auf der Präsentation und dem, was ich sage, manchmal. So apologies. Also entschuldigt mich dafür. Okay, so 3 years after the temple was desecrated, 3 Jahre nachdem der Tempel entweiht wurde, 167 or 166, in 167 oder 166, it was cleansed. wurde er gereinigt. And so there's a Jewish festival called Hanukkah. Da gibt es ein jüdisches Fest und das heißt Hanukkah. And this was put into place on the 14th of December. Und das wurde am 14. Dezember erstmalig gefeiert. And it's also called the Feast of Dedication. Und das heißt auch das Fest der Hingabe. So it's the date when Judas Maccabeus rededicated the temple to God. Das war das Fest zu dem Zeitpunkt, wo Judas Makkabäer den Tempel wieder neu gereinigt hat und Gott geweiht hat. And it's also called the Festival of Lights. Und das heißt auch das Fest der Lichter. And it's thought to be one of the greatest miracles in Jewish history, Und es wird als eines der größten Wunder in der jüdischen Geschichte gesehen. because there's actually no reason that the Jews could have won this if it wasn't for God. Denn da war kein Grund, warum die Juden das sonst gewonnen hätten. Because they were really just a band of Jewish zealots, really. Denn es waren einfach nur ein paar jüdische Zeloten. So there is a book called 2 Maccabees, Da gibt es ein Buch, das heißt 2. Makkabäer. and that is in the Apocrypha. Das ist in den Apokryphen. And it seems that the Maccabees brought some independence to Jerusalem. Und es scheint, als hätten die Makkabäer Unabhängigkeit nach Jerusalem gebracht. And they hadn't had this for 700 years. Und es gab für 750 Jahre nicht mehr. And so they were independent for about 100 years, Also waren sie für 100 Jahre unabhängig and they were ruled by this family of Maccabees. und wurden von der Makkabäer-Familie die haben beherrscht. And then Pompey arrives. Und dann kommt Pompei. And Pompey is Roman. Pompeius kommt ins Land und er ist ein Römer. So
There was a Maccabean revolt, which is a 24-year war, Da war eine makkabäische Revolte und es war ein 24-jähriger Krieg, which is from around 166 to 142 BC. und das ist aus der Zeit von 166 bis 142 vor Christus. So this happened as the Maccabees are fighting and taking over areas which were populated with Jews. Und es war zu der Zeit, als die Makkabäer gekämpft haben, sodass sie andere Gebiete übernehmen konnten und Juden bevölkern konnten. So he's bringing the Jews back to Judaism and he's converting people to become Jewish. Und er bringt die Juden zurück zum Judaismus und lässt sie umkehren. And that resulted in the independence of Judah. Und das hatte ihr Ziel in der Unabhängigkeit von Juda. So because of the Maccabees and their strength, they've taken over Jerusalem and then they take over Judah, so it can become Jewish again. Also wegen der Stärke der Makkabäer konnte Juda wieder Juda werden. And we have the founding of the Hasmonean dynasty. It's called the Hasmonean Und dynasty. da wird die hasmoneische Dynastieherrschaft gegründet. Have you heard of the Pharisees? Habt ihr schon von den Pharisäern gehört? They probably came around from this time. Die kamen aus dieser Zeit hervor. Okay. So in 146 BC, In 146 vor Christus the Greek Empire then falls to the Romans. wird das griechische Reich, stellt es den Juden zu. Judah is just experiencing some independence at this time Juda erfährt eine Zeit von Unabhängigkeit, until the Romans decide to come in and take control. So the Romans have conquered the Greeks also die Römer haben die Griechen besiegt and then Pompey comes, und who's dann kommt Roman, Pompeius, der Römer, and he takes control in 63 BC. und er übernimmt die Kontrolle, die Herrschaft in 63 vor Christus. And he's a general from Rome. Und Pompeius ist ein General aus Rom. Ich habe gerade noch mal eine Frage, Vati. Wo du eben gesagt hast, da sind Pharisäer entstanden. Sind die Pharisäer entstanden bevor Pompeius kam oder als er dann kam? When did the Pharisees start to exist? Before Rome or and Pompey came, or after? It's around the Maccabean period, when the Maccabees, Okay, so around that time. so before Pompey. Yeah, yeah. In der Zeit der Makkabäer war das. Yeah. Vor Pompeius. So Pompey comes, he's from part of the Roman Empire, which is now really getting large and conquering areas. Also Pompey, der war... Nee. Can you make it short? Oh, sorry. Pompey arrives, he's a general from Rome. Also Pompeius kommt da an und er ist ein General von Rom And he invades Judea und er nimmt Juda ein and he takes Jerusalem after a 3-month siege. und er nimmt Jerusalem ein nach einer 3-monatigen Belagerung. And he takes the temple area Er belagert auch das Gebiet des Tempels. and he massacres the priests Er misshandelt die Priester. Massakriert. kills all the priests. Er Yeah. bringt sie um And he enters the most holy place. und er tritt ins Allerheiligste vor. And so, because of this, the Roman rule was something that the Jews could never forgive. Und wegen dem konnten die römischen Herrscher das nicht vergessen. And they could never forget what the Romans had done to them. Die Juden würden das nie vergessen, was die Römer ihnen angefügt haben.
So these provinces of Palestine became subject to Roman rule, Also die Provinz in Palästina, die wurde Rom untergeordnet and it ended the Jews' turbulent period of self-rule. und somit war die Zeit, wo die Juden unabhängig waren und selbst regiert haben, zu Ende. Yes. I'm sorry, I missed it, but why would the Jews never be able to forgive Roman rule? Because they conquered the temple and Judea, they've come in, Pompey's entered the Holy of Holies, so he's desecrated the temple again. They've stopped them doing their duties, yes, Massacred priests. yes, kill priests. And so we come to the New Testament with this in mind. Also kommen wir jetzt ins Neue Testament mit dem im Hinterkopf And with the fact that the Jewish people now, they're expecting a saviour to come like Judas Maccabeus. und damit, dass die Juden erwarten, dass ein Herrscher kommt wie Judas Makkabäer And he will be someone who will free them from the Romans, und dass jemand sein wird, der sie von den Römern befreit, conquer the Romans, der die Römer besiegt and the Jews will have their rightful place in the world. und dass die Juden ihren zugeteilten Ort in der Welt haben. And we're going to go through that tomorrow. Und da gehen wir morgen noch durch. But that gives you an idea of the Jewish mindset as we come to the time of Jesus. Also das gibt euch eine Idee von den jüdischen Gedanken, was sie erwartet haben, wer der Ritter sein wird. Lunch. Guten Tag.